Und damit schauen wir nach Kiew zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, vor dem Telefonat wächst jetzt natürlich die Hoffnung auf einen möglichen Frieden. Gleichzeitig hat der russische Präsident Putin gleich mehrere rote Linien gezogen. Was bedeutet das vor allem jetzt für die Ukraine, für Präsident Selenskyj? Also die Lage für Präsident Selenskyj ist äußerst schwierig jetzt im Zusammenhang mit diesem bevorstehenden Telefonat zwischen Trump und Putin. In der Ukraine haben viele Beobachter den Eindruck, dass da die ganzen Dinge, die diskutiert werden und entschieden werden, komplett an der Ukraine vorbeigehen. Über die Köpfe der Ukrainer entschieden wird. Trump und Putin werden sich wahrscheinlich über Territorialfragen unterhalten. Das heißt, wie viel Gelände die Ukraine abtreten muss. Dann wird es darüber gehen, welchen Status die Ukraine dann auch bekommt. Neutral verlangen die Russen, auf gar keinen Fall NATO-Mitgliedschaft. Es wird um die Truppenstärke gehen der Ukraine in Zukunft. Und es wird sicherlich auch darum gehen, welche Rohstoffe wie ausgebeutet werden, auch in den von Russland besetzten Gebieten. Da haben die Russen ja den Amerikanern sogar angeboten, dass man da gemeinsam Rohstoffe ausbeuten kann. Trump ist ja immer besonders scharf, verzeih mir diese einfache Formulierung, auf seltene Erden. Also da gibt es viel zu besprechen und eben alles, wie die Befürchtung hier ist, ohne dass die Ukrainer da wirklich ein Mitspracherecht hätten. Das ist äußerst betrüblich für Selenskyj, wenn das dann auch genauso laufen sollte. Und es ist nicht nur betrüblich, um ehrlich zu sein, sondern auch irrsinnig gefährlich, weil der ukrainische Präsident muss einen Spagat machen. Er muss sich genau überlegen, wie viele Widerworte er sich gegenüber Trump leistet, wie groß der Protest sein wird, wie viel Mitsprache er fordert, ohne zu riskieren, dass er Trump vor den Kopf stößt und wieder verärgert. Und dann kommt es zum nächsten Eklat mit all den für die Ukraine negativen Konsequenzen, dass man dann wieder keine Waffen bekommt, dass man dann wieder mit weniger Geld dasteht oder ohne Geheimdienstinformationen. All das kann sich Selenskyj nicht leisten, also er muss darauf Rücksicht nehmen. Und er muss auch Rücksicht nehmen auf die Hardliner im eigenen Land, auf die Ultranationalisten, die überhaupt keine Zugeständnisse wollen gegenüber Russland. Und zwischen all diesen ganzen Polen muss der ukrainische Präsident manövrieren. Und dann hat er ja auch noch seine eigenen Empfindungen und seine eigenen Vorstellungen. Und im Prinzip will Selenskyj, so wie ich das beobachte, in keinster Weise klein beigeben und einen Diktatfrieden der Russen akzeptieren. Aber genau in diese Richtung könnten wir uns entwickeln, könnten wir laufen, weil ich auch den Eindruck habe, und das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, dass Trump die Ukraine als Ballast empfindet und nur eines will, möglichst schnell Ruhe, um sich dann den Dingen widmen zu können, die ihn wirklich interessieren. Nämlich Deals mit Russland zu machen, Geschäfte mit Russland zu machen im Bereich der Rohstoffe, auch in der Arktis, die Russen rauszulösen aus der Umarmung der Chinesen, um dann auf dem eurasischen Kontinent wieder mehr Bewegungsfreiheit zu haben, mehr Spielraum zu haben, auch im Zwist mit China, wenn die Russen vielleicht langfristig sogar Partner der Amerikaner werden. Das ist es, was Trump interessiert, die große Bühne, die großen Deals mit den wirklich wichtigen Akteuren. Und da habe ich tatsächlich den Verdacht, dass die Ukraine hinten runterfällt in der Wahrnehmung des amerikanischen Präsidenten. Christoph, und weil die Situation für die Ukraine und auch für den Präsidenten ja so schwierig ist, hat der aber selbst auch noch mal rote Linien gezogen, versucht sie zu ziehen. Welche denn? Also Selenskyj hat jetzt erstmal die Parlamentarier aus der Rada vorgeschickt aus dem ukrainischen Parlament. Und da heißt es dann, dass auch die Ukraine rote Linien hat, Dinge hat, die auf keinen Fall akzeptiert werden. Die Ukraine wird kein Territorium abgeben, heißt es.
Da wird es wahrscheinlich gemeint de jure, weil de facto wird es wahrscheinlich ohne Gebietsabtretungen nicht gehen, wenn man einen Frieden will oder einen Waffenstillstand erstmal will. Dann will sich die Ukraine auch nicht vorschreiben lassen, welchen Bündnissen sie beitritt. NATO oder Europäische Union, das sei Sache der Ukraine, heißt es aus dem Parlament und nicht ein Ding, das Putin zu entscheiden hat. Und dann natürlich auch noch die Streitkräfte, die Größe der Streitkräfte, die Wehrfähigkeit, auch da will man sich nicht reinreden lassen. Die große Frage ist jetzt, inwieweit die Ukraine diese Sichtweise, diese Position halten kann oder ob Trump nicht doch sagt, das ist mir egal, was ihr wollt, ihr macht, was ich sage oder wir ziehen die Daumenschrauben an. Das kann passieren, habe ich den Verdacht. Christoph, danke schön für deine Einschätzungen und Einordnungen. Danke nach Kiew.